Meine Damen und Herren, Außenstützer Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Selbst im prüden Amerika ist mittlerweile Cannabis in den meisten Bundesstaaten legalisiert worden. Für die US-Bundesstaaten selber ist Cannabis geradezu eine nie enden wollende Steuereinnahmequelle geworden. Gerade in den Gegenden, wo Donald Trump 2016 kaum Stimmen gewonnen hatte, sind die Umsätze seitdem durch die Decke gegangen. Denn anders als High konnte man die orangen Hackfresse seitdem kaum ertragen. Trotzdem gilt in vielen Ländern Cannabis immer noch als Einstieg zu härteren Drogen, wie zum Beispiel 24 Stunden am Stück das ZDF-Programm zu schauen. Ohne eine Pinkelpause. Gleichwohl hat nun die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt eine Aufhebung des Cannabisverbotes in Deutschland angeregt. Gefragt, warum sie gerade jetzt auf die Idee gekommen ist und ob es nicht wichtigere Themen wie den Klimaschutz geben könnte, antwortete Katrin Göring-Eckardt, ja, das ist alles voll krass. Ich wollte das Verbot von, meine Hände sind so weich. Willst du mal fühlen? Aber hey, wenn du ein Kopf bist, dann musst du mir das sagen, okay? Was war nochmal die Frage? Oder ist das die Frage? Duisburg. Bei mir gilt ja, wenn ich getrunken habe, dann fahre ich nicht mehr mit meinem Auto nach Hause. Zum einen gibt es genau für diesen Fall Taxen und zum anderen kenne ich auch als guter Berliner meine Harald-Juhnke-Grenze beim Trinken. Das ist die Grenze, bei der man zwar besoffen genug ist, mit einer Litfaßsäule eine politische Diskussion zu führen und zu gewinnen, aber eben noch nicht so besoffen zu sein, dass man der Bund ein Interview gibt. Und innerhalb dieser Grenze muss eine 59-Jährige in Duisburg gewesen sein, die nach einer durchzechten Nacht mit ihrem Auto erst gefahren war, nur um dieses dann stehen zu lassen. Halt, nur mitten auf der Straße, auf der sie gerade noch zuvor in Schlangenlinien gefahren ist. Deshalb weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob wir jetzt die Frau loben müssen, weil sie eingesehen hatte, dass Alkohol und Autofahren nicht zusammenpassen, oder sie tadeln müssen, weil sie besoffen gefahren ist. Bekommt sie also einen Orden vom Bundespräsidenten oder nur den Harald-Juhnke-Gedenkuntersetzer von Schultheiß für 50 Meter unfallfreies Fahren? Ich tippe mal auf beides. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Budapest. Dank Fox News haben die Amerikaner gelernt, dass es nie schaden kann, falschen Nachrichten zu glauben, egal wie falsch diese auch sind. Schade, dass sich da nie ein einheitlicher Begriff durchgesetzt hat, sondern heute Begriffe wie False News, Lie News, Incorrect News, Not Fact-Check News, Wrong News oder Not Really True News hier durcheinander benutzt werden. Wir in Deutschland haben den Vorteil, dass wir das schon seit über 70 Jahren gelernt haben. Denn direkt nach dem Untergang des Dritten Reichs hat sich die Bildredaktion aus vermutlich frisch geborenen Demokraten erstmal zusammengesetzt und uns nun mit ihren Rechtsaußen-News versorgt. Aber diese No-Fact-News machen auch nicht vor Ungarn Halt. So ist dort ein Fernsehsender auf eine Satiremeldung hereingefallen, übrigens gern geschehen, die behauptete, dass die Stadt Essen umbenannt wird. Denn im Zuge des Ramadans sollte sie dann in Fasten umbenannt werden. Dabei brauchte man keinen Google-Übersetzer, um zu wissen, dass, wenn Essen jemals umbenannt werden würde, dann niemals in Fasten, sondern viel eher in Currywurst. Klassische Fake-Wurst-News. Boston. Hier die Origin Story vom Joker. Der war weder Comedian noch ein Clown, wie der wenig erfolgreiche Film Joker uns weismachen wollte. Vor allem, weil ich beim Casting nicht genommen wurde für keine einzelne Rolle. Arthur Fleck war ein ganz normaler Mann, der nur, weil er ein großer Batman-Fan war, die Batman-Hotline anrief. Nachdem er dort allerdings 15 Jahre in der Warteschleife hing und immer wieder na Batman hörte, ist halt irgendwann ausgerastet. Dass es aber noch schlimmer geht, musste eine Frau erleben, die in einem Aufzug in einem Bahnhof in Boston stecken geblieben war. Sie konnte den Aufzugsbetreiber nur über Twitter erreichen, da das Notfalltelefon tot war und der Empfang 125 Meter unter der Erde nur für einen Tweet reichte. Die Reaktion auf diesen Twitter-Hilferuf dauerte allerdings sage und schreibe 7 Monate. Die Frau hatte aber Glück im Unglück, denn zusammen mit ihr war auch eine Gruppe Clowns in dem Aufzug gefangen. Und die reichten locker zum Überleben, um nach 7 Monaten sowohl gut genährt als auch gut unterhalten worden zu sein. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Deutsch Perfekt Magazin.
Es hat sich gezeigt, dass das Failing Deutsch Perfekt Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Die deutsche Sprache ist eine der schönsten Sprachen dieser Welt. Denn alleine Russisch klingt immer nur so, wie Demonstranten einer Demokratiedemo reden würden, während sie dabei Wladimir Putin versucht zu erwürgen. Dabei ist unsere Sprache so mannigfaltig. Oder wie mein Deutschlehrer an der Rüttli-Schule so gerne sagte, heute nichts lesen, Film gucken. Ob Abstand, Einhaltungserfassungsvorrichtung für die schnöden Streifen auf der Straße oder Grundstückentwässerungsanlage für eine rostige Regenrinne. Und dann wird auch schnell klar, warum Deutschland das Land der Denker und Dichter war. Und scheiß vieler ehemaliger Kriegsverbrecher geht vermutlich einher mit solch Wortschöpfungen. Deshalb war ich überrascht, als ich vor dem Deutschförderkurs an der Volkshochschule ein auf den Boden achtlos weggeworfenes Deutsch-Perfekt-Magazin fand. Und beim Lesen wurde mir auch klar, warum. Warum wir heute nicht mehr das Land der Denker und Dichter sind. Denn wenn ein Magazin schon den Titel nicht hinbekommt, dann würde auch mein Deutschlehrer sagen, du nix können Deutsch. Deshalb sei gewarnt, Deutsch-Perfekt-Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und schieß ab sofort unter Beobachtung meines Rüttli-Deutschlehrers. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.